Heute bekommst du von mir 11 Empfehlungen, was du niemals mit deinem Omnia-Backofen tun solltest oder mit dem Zubehör. Tu das nie. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Heute gibt es von mir einmal 11 Empfehlungen, was du niemals mit deinem Omnia tun solltest, beziehungsweise welche Sachen du unbedingt vermeiden solltest. Ja, eins vorab, natürlich ist es Empfehlung von mir. Ich werde niemandem vorschreiben, das nicht zu tun. Wenn ihr einige Sachen machen wollt, dann tut das. Es sind einfach nur Empfehlungen, damit ihr viel Spaß an dem Omnia und euren Produkten habt, beziehungsweise auch an anderen Sachen, was ich euch gleich zeigen werde, was ihr nämlich zerstören könnt. Ja, meine erste Empfehlung ist, bitte achtet immer darauf, dass ihr das Unterteil darunter habt. Das ist immer wieder ein Fehler, den auch mittlerweile sehr viele lange Benutzer des Omnias machen. Das passiert einfach mal, dass man wirklich den Omnia nimmt und einfach draufstellt und zack, Unterteil ist nicht da. Ja, viele machen auch, oder ich auch, ich lege das Unterteil immer schon hier rein und habe den Deckel drauf, weil wenn ich ihn dann raushole, dann habe ich auch sofort immer das Unterteil parat, muss es nicht suchen, liegt natürlich dann auch schon in der Nähe und es wird nicht vergessen. Was hat denn das für Folgen, wenn man das Unterteil vergisst? Wenn ihr das hier drauf macht, garantiere ich euch, in den nächsten paar Minuten werdet ihr einen sehr starken Duft verspüren, der nicht angenehm ist, der riecht nämlich verbrannt. Das heißt, eure Sachen werden anbrennen. Wenn ihr dann noch die Silikonform da drin habt, dann habt ihr nicht nur eure Sachen verbrannt, sondern auch eure Silikonform zerstört. Deswegen meine Empfehlung Nummer 1, bitte niemals das Unterteil vergessen. Meine Empfehlung Nummer 2 ist, niemals zu lange oder zu hohe Flamme. Das heißt, wenn ihr euren Omnia dann hier drauf habt und ihr macht die Flamme an, voll und lasst es laufen, dann habt ihr irgendwann auch Steinkohle da drin. Das passiert auch ganz schnell, vor allem wenn ihr die hohe Flamme habt. Ich empfehle bei herzhaften Sachen immer vielleicht 3 bis 5 Minuten, allerhöchstens 5 Minuten, die hohe Flamme zu verwenden und dann das Ganze einfach auf die Hälfte zu minimieren. Wenn ihr jetzt Kuchen macht, den solltet ihr in der Silikonform machen, empfehle ich ja auch immer wieder, damit der Kuchen besser rausgeht und damit er auch schön hell bleibt. Dann bitte niemals die hohe Flamme. Macht das bitte nie, sondern Backwaren macht immer direkt auf kleiner Flamme, schaut euch die Flamme an und macht es auf kleiner Flamme. Dann lieber 5 Minuten länger, als nachher Steinkohle zu haben. Also mein Tipp Nummer 2 ist, bitte niemals zu lange die hohe Flamme verwenden. Gerade schon kurz angesprochen, mein Tipp Nummer 3 ist es, bitte Kuchen immer nur auf kleiner Flamme backen. Bitte benutzt dafür auch die Silikonform und stellt das Ganze einfach nur auf kleiner Flamme. Wenn ihr das auf großer Flamme macht, dann habt ihr einen sehr dunklen Boden, wie ihr hier sehen könnt. Das passiert nämlich dann, wenn ihr zu lange hohe Flamme habt oder auch wenn ihr nur 5 Minuten auf hohe Flamme habt und dann auf klein dreht, dann passiert das auch sehr schnell. Denn was Backwaren nicht vergisst, ist die hohe Flamme. Deswegen bitte Backwaren, egal was ihr macht an Backwaren, ob es Brötchen sind, Pizza, Kuchen, Brot, haben wir noch was? Quiche. Bitte immer nur auf kleiner Flamme backen und dann klappt es auch mit eurem Kuchen. Meine Empfehlung Nummer 4 ist, bitte die Backform niemals in die Spülmaschine. Steht auch drauf, ganz groß, ist nicht Spülmaschinen geeignet, es ist Aluminium. Aluminium ist bekanntlich nicht Spülmaschinen geeignet. Das Aluminium reagiert zu einem mit dem Spülmaschinenreinigungsmittel und zum anderen auch mit dem Härtegrad des Wassers. Und wenn ihr das nämlich macht, dann oxidiert eure Form. Die kann dann entweder so aussehen oder so aussehen oder auch so aussehen. Diese Formen sind alle in der Spülmaschine gewesen. Die sehen jetzt deswegen unterschiedlich aus, weil manchmal ist es schon vorher sehr stark gebraucht worden. Der war ganz neu, der ist als neues, unbenutztes Produkt ist der in der Spülmaschine gekommen. Das war ich selber, das habe ich extra gemacht, um euch zu zeigen, dass das alles oxidiert und sich Korrosionen bilden. Ja, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob man es weiter benutzt oder nicht.
Ich habe mal mit meinem befreundeten Chemiker gesprochen, der sagte, aufgrund dessen, dass hier ja Lebensmittel länger drin sind als nur mal kurz, würde er es nicht empfehlen. Weil es ist eine chemische Reaktion, die da entstanden ist und Aluminium, chemische Reaktion ist nie toll. Von daher würde er davon abraten, was ich hiermit auch als Empfehlung weitergebe. Bei Knoblauchpressen zum Beispiel, die habt ihr auch aus Aluminium. Da könnte man das machen, das geht nur einmal ganz kurz. Da hätte er keine Bedenken, aber wenn jetzt hier die Lebensmittel 30, 45 Minuten drin sind, ist das bedenklich. Ihr könnt natürlich alternativ auch die Silikonform verwenden. Dann könnt ihr den Omnia weiter benutzen. Oder ihr besorgt euch eine antihaftbeschichtete Form. Zack. Oder ihr besorgt euch eine antihaftbeschichtete Form. Die geht natürlich auch. Alternativ könnt ihr die auch privat beschichten lassen. Es gibt Beschichtungsfirmen. Da könnt ihr auf dem Blog mal schauen. Da habe ich natürlich auch Firmen verlinkt. Das könnt ihr alternativ auch machen. Also ihr habt entweder die Wahl, die Silikonform zu verwenden, eine antihaftbeschichtete Backform zu benutzen, den privat beschichten zu lassen oder das ganze Ding halt in die Tonne kloppen. Dann habt ihr alternativ vielleicht die antihaftbeschichtete Form. Aber bitte Backformen und auch den Deckel niemals in die Spülmaschine. Ja, mein nächster Tipp für euch ist, wenn ihr etwas im Omnia-Backofen zubereitet, dann sollte der Deckel ja immer drauf bleiben. Das heißt, der Deckel ist ja für die Oberhitze zuständig und das Unterteil für die Unterhitze. Und damit das ein geschlossenes System bleibt, muss der Deckel halt immer drauf bleiben. Ihr könnt halt nicht immer gucken. Und das ist auch meine nächste Empfehlung. Bitte guckt nicht immer rein. Macht nicht immer so und nach wieder zu. Und dann guckt ihr nach 7, 10 Minuten wieder rein. Immer noch nicht fertig. So, und dann sagt ihr, ich weiß nicht, ich gucke noch mal rein. Immer noch nicht fertig. Ihr klaut immer wieder den Omnia-Backofen die Oberhitze. Und solange ihr dann immer wieder guckt und oben nicht fertig ist, kann es aber sein, dass es unten an der Unterhitze schon längst fertig ist. Oder der schlimmste Fall, der dann eintreten kann und sagt dann, yeah, alles fertig. Und dann holt das raus. Und aufgrund dessen, weil ihr immer wieder geguckt habt und immer wieder die Oberhitze geklaut habt, ist es unten angebrannt. Und ihr fragt euch, warum ist das denn passiert? Ja, und dann sagt die Bianca euch, ihr habt immer wieder reingeguckt. Deswegen mein Tipp ist, bitte nicht immer reingucken. Bei herzhaften Sachen ist es nicht ganz so tragisch, wenn ihr mal reinguckt. Meine Empfehlung dazu ist, Kuchen natürlich auf kleiner Flamme, ihr habt ja gerade zugehört, und nach 35 Minuten mal eine kurze Stichprobe machen. Das heißt, ihr macht auf, guckt schon, ob es noch glänzt. Wenn es noch glänzt, schnell wieder zumachen, dann passiert nichts. Und wenn es nicht mehr glänzt, dann nehmt ihr ein Stäbchen, macht eine Probe, macht aber gleichzeitig zu, guckt euch das Stäbchen an. Wenn es dann schon gut ist, super, dann macht ihr aus. Und wenn nicht, dann lasst ihr halt noch 3, 4 Minuten noch drauf. Da kann aber auch nichts mehr passieren, weil der Kuchen schon aufgegangen ist. Bei herzhaften Sachen kommt drauf an, was ihr macht. Wenn ihr sehr wenig drin habt, weil ihr nur Schafskäse überbacken wollt, dann guckt doch einfach mal kurz nach 15, 20 Minuten rein. Oder bei herzhaften Sachen einfach mal nach 40 Minuten, dann passiert auch nichts mehr. Der Omnia ist ja immer auf Niedrigtemperatur eingestellt. Das heißt auf kleiner bis mittlerer Flamme, hat deswegen auch wenig Gasverbrauch. Und guckt nicht immer rein, es ist euer Gasverbrauch höher und eure Zubereitung, da wird nichts. Von daher bitte nicht immer den Deckel aufmachen. Meine nächste Empfehlung betrifft die antihaftbeschichtete Backform von Omnia oder auch die, die privat beschichtet lassen habt. Ja, da macht man ja auch gerne mal dann Brötchen drin und benutzt das Aufbackgitter dazu. Ja, da legt man die Brötchen rein oder irgendwann hat man Bock, man kennt ja auch mittlerweile diese Ebenen, dass man das hier drauflegt und dann backt man hier oben seine kleinen Mini-Pizzen auf. Ist ja mittlerweile alles möglich. Oder macht unten Kroketten rein, oben noch Mini-Pizzen. Ist ja sehr beliebt geworden. Problem dabei ist, dass die antihaftbeschichtete Form, also alles Schwarze hier, damit Schaden nimmt. Und zwar immer wieder aufs Neue. Immer wieder, wenn ihr was reinmacht, kommen kleine Beschädigungen und irgendwann werden die Beschädigungen größer. Deswegen antihaftbeschichtete Formen oder Antihaftbeschichtung allgemein, das heißt, das gilt ja auch für Pfannen, die mögen kein Edelstahl, die mögen keine Messer, die mögen nicht im Omnia solche Sachen. Damit könnt ihr Beschädigungen machen. Und deswegen meine Empfehlung, bitte kein Edelstahl im Antihaftbeschichteten. Und hier natürlich der Hinweis, ihr könnt es machen,
wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe. Ihr könnt es gerne machen, das ist aber eure Sache. Es ist nur meine Empfehlung, weil ihr sonst die Anti-Haftbeschichtung beschädigt und hier oben auch Schäden reinkommen. Und wenn ihr das vermeiden wollt, dann bitte kein Edelstahl in anti-haftbeschichtete Form. So, dann haben wir jetzt den nächsten Tipp bzw. die nächste Empfehlung von mir. Und zwar geht es da mal wieder um die Silikonform und das Aufbackgitter. Wenn ihr nämlich, und das sehe ich echt häufig in den Facebook-Gruppen und auch in anderen Facebook-Gruppen, auch in Niederlande und Amerika, die Silikonform ist ja dafür gedacht, dass ihr die in die Backform einlegt. Mittlerweile ist es echt Mode geworden, dass man zuerst das Aufbackgitter macht und dann die Silikonform. Hat bei vielen den Hintergrund wohl anscheinend, dass der Kuchen, der hier reingemacht wird oder die anderen Zutaten nicht direkt an der Unterhitze liegen. Ja, das heißt nicht direkt an der Flamme und da hat man halt die Hoffnung, dass es nicht so schnell anbrennt. Es brennt nicht an, es macht aber eure Silikonform kaputt, weil hier unten, wo jetzt das Aufbackgitter ist, da ist ganz viel Hitze, was sich aufstauen kann. Zudem ist das Gitter aus Edelstahl. Das wird extrem heiß und wenn das hier dran ist, gibt das natürlich eine extreme Hitze an die Silikonform ab. Und was noch hinzukommt, wie ihr sehen könnt, ist die Silikonform über dem Kamin. Das heißt, hier kommt die absolute Hitze raus und hier ist es echt extrem heiß. Eure Silikonform kann hier anfangen zu schmelzen. Die wird erst ein bisschen dunkel, dann wird sie schwarz oder lila und dann fängt sie an zu schmelzen. Was noch ein Problem ist, ihr seht ja auch, das steht hier alles über. Das steht hier alles über, es hat auch gar nicht mehr die Stabilität. Wenn ihr jetzt den Deckel drauf macht, dann schließt der gar nicht mehr richtig. Ja, der geht gar nicht mehr richtig runter. Das heißt, ihr habt hier auch eine Luftschleuse drin. Die Ventilationslöcher bekommen also Unterstützung von hier. Das ist natürlich ein Problem beim Garprozess. Abgesehen davon ist es ein Problem für eure Silikonform. Ihr macht eure Silikonform hier unten kaputt, ihr macht sie hier oben kaputt und der Deckel passt auch nicht mehr. Mehrere Gründe auf einmal, warum man nicht das Aufbackgitter unter der Silikonform verwendet. Das ist meine nächste Empfehlung. Bitte verwendet nicht das Aufbackgitter unter der Silikonform. Das ist nicht gut. So, jetzt kommt ein Tipp, den musste ich selber ganz doll lernen und nicht nur einmal. Es geht darum, dass man, wenn man den Omnia-Backofen, den heißen Omnia, runternimmt auf den Tisch stellt. Jetzt stellt euch einfach mal vor, das Ding ist gefüllt, das ist total heiß. Ich bin fertig mit meinen Zutaten. Ich nehme meine Handschuhe und stelle das Ding hier drauf. So, und dann fangen wir an einfach zu essen. Ja, wir füllen alles drauf, auf die Teller. Ist gerade so wie in der Küche von der Puppe, ne? Mit der Tochter. So. Ja, und dann essen wir. So, und dann sind wir fertig. Räumen alles wieder ab. Die Teller sind schon abgeräumt. Und dann nehme ich das runter und sehe dann, oh, alter Falter, was ist denn da passiert? Ja, dieser Rand, das habe ich auch geschafft. Dieser Rand ist dadurch entstanden, dass ich durch die Topflappen das Unterteil mitgeschleppt habe. Sobald das Unterteil irgendwo drauf ist, habt ihr so einen Kranz. Das passiert leider auch auf Kork oder auf Stoff. Wenn ihr so Topflappen habt, die ihr als Untersetzer benutzt, dann klebt das auch ganz oft an. Und dass es anklebt, also das Unterteil auch an Stoff, das habe ich auch leidvoll erfahren müssen. Ich habe hier den Rest einer Teppichfliese drauf. Ja, wie ist das passiert? Ganz einfach. Ich war auf einer Messe, wir haben da gekocht und ich wusste so schnell nicht, wohin mit dem Unterteil, habe das Unterteil genommen und einfach hinter mir geschmissen. Die Halle war aber voller Teppichfliesen. Ja, die Teppichfliese brauchten wir nicht bezahlen, die durften wir sogar mitnehmen. Wir sind ja versichert. Aber es war echt schwer, das Ding abzureißen. Aber das ist immer so ein toller Vorführeffekt, wo ich sage, klar passiert mir das auch. Ja, ich habe auch hier nochmal so einen Rand, da habe ich das auch drauf gestellt. Ja, wie kann man es vermeiden? Ja, indem man einfach vorsichtig mit den Handschuhen entweder das Oberteil wegnimmt. Ja, da passiert nichts, da braucht ihr keine Angst haben. Da passiert komischerweise gar nichts, weil das Edelstahlteil ist echt heiß. Ja, wir haben auch noch so eine Zange.
Die habe ich deswegen, weil ich das alles passiert ist, habe ich eine Zange gesucht und damit kann ich das nämlich ohne Unterteil einfach hier draufstellen. Und dann ist auch, dann sieht mein Brett nicht so aus, sondern so. Ja. Also mein Tipp ist, passt auf, dass ihr das Unterteil nicht auf das Brett stellt, auf irgendein Brett, auf irgendein Stoffteil, sonst habt ihr nämlich Kringel. Ja, es gibt immer wieder Experimente mit dem Omnia. Viele fragen mich auch, Nudeln kochen da drin, dann sage ich ja, kochst du Nudeln auch in deinem Backofen? Nee. Aber es gibt Momente, da will man vielleicht, ich sag mal, Crème Brûlée machen. Für Crème Brûlée braucht man nämlich eigentlich im Backofen eine Schale, wo man Wasser reinmacht. So, dann kippt man hier Wasser rein. Da sind jetzt die Förmchen drin, müsst ihr euch vorstellen. Ihr macht das ganze Ding an. Und dann zeige ich euch, was passiert. So, nach ein paar Minuten fängt das Wasser darin an zu kochen. Und dann sieht euer Omnia plötzlich ganz anders aus. Ja, kann man gut erkennen, oder? Hier oben ist noch das ganz Neue, der war ja gerade blitzeblank neu. Und hier unten ist alles oxidiert vom Wasser. Deswegen meine Empfehlung, kocht da nie Wasser drin, sonst passiert nämlich sowas, was ähnlich ist wie in der Spülmaschine, das Ding ist oxidiert und ihr solltet es dann vielleicht nicht mehr verwenden. Das heißt, mit Silikonfoam ist es okay oder lasst sie beschichten, das geht dann auch. Bitte, meine Empfehlung, kein Wasser im Omnia Backofen aufkochen, auch nicht für Crème Brûlée. Crème Brûlée habe ich ein Rezept auf meinem Blog, ohne dass ihr Wasser benutzen müsst. Von daher verlinke ich euch gerne, denn dann braucht ihr kein Wasser im Omnia Backofen. Ja, mein letzten Tipp, den ich für euch habe, ist die Reinigung für die Backform. Da gibt es ein Video drüber, verlinke ich euch, aber jetzt nur kurz. Bitte keinen Schwamm mit der rauen Seite verwenden, denn dann passiert genau sowas. Ihr bekommt graue Stellen. So, ich hoffe, die 11 Empfehlungen, die ich euch gerade gegeben habe, die haben dem einen oder anderen auch ein bisschen Hintergrundwissen gebracht, warum man das ein oder andere nicht machen sollte. Wie gesagt, das sind nur Empfehlungen. Ihr könnt natürlich alles machen. Ihr könnt darin Wasser aufkochen. Ihr könnt mit Edelstahl in eure antihaftbeschichtete Form reingehen. Ihr könnt auch das Unterteil draufstellen. Das ist alles eure Sache. Ich kann nur sagen, dass ihr das vermeiden solltet, weil dadurch Beschädigungen kommen. Entweder an fremde Sachen oder halt an dem Omnia-Zubehör oder dem Omnia an sich selber. Und da das ja alles ein bisschen Geld kostet, nicht gerade billig ist, habe ich euch diese 11 Empfehlungen einfach mal zusammengestellt. Ob ihr euch dran haltet, das ist eure Sache. Und von daher verabschiede ich mich jetzt und sage bis zum nächsten Video und guckt mal, Videos. Ganz viele Tipps nur für euch und da unten freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst, denn dann kommen immer wieder neue Sachen, die euch direkt informieren. Bis dann!